Das Sommersemester 2022 an der CAU. Die Sonne strahlt, es sind fast 30 Grad, die Studierenden sitzen auf dem Campus und genießen ihre Pausen zwischen Seminaren und Vorlesungen. Doch noch vor wenigen Monaten sah es hier ganz anders aus, als die Corona-Pandemie zur Online-Lehre und zur Distanz zwang. Mittlerweile ist das Leben auf dem Campus zurückgekehrt. Wir wollten von den Studierenden wissen, wie es sich anfühlt, wieder zurück an der Uni zu sein. Wie findest du es, wieder in Präsenz an der Uni und auf dem Campus zu sein? Ja, also ich finde es top. Ich meine, wir hatten zwar jetzt im letzten Semester schon den Vorteil, dass wir unsere Sportkurse eigentlich größtenteils in Präsenz hatten. Dementsprechend hat man sich schon so kennengelernt. Aber man merkt dann doch einen deutlichen Unterschied, auch die Vorlesungen in Präsenz zu haben. Ich finde es super, weil man einfach alle Leute wieder um sich herum hat und auch viel einfacher Leute kennenlernen kann und einfach Unterricht macht einfach mehr Spaß. Man passt auch eher auf als online. Man ist nicht so leicht abgelenkt, würde ich behaupten. Ja, großartig. Ich bin jetzt mal wieder in der Bib gewesen und bin spontan mit meinem Arbeitskram einfach mal raus in den Park bei dem Wetter heute und das war ja lange nicht möglich und das genieße ich wieder sehr. Motivation ist wieder deutlich da, macht wieder mehr Spaß, viel besser als online. Es ist einfach schön, wieder Leute zu sehen und ja, einfach wieder wirklich das Unileben da mitzubekommen, dass man wieder einen Präsenzunterricht hat, dass man in den Kursen einen guten Diskurs hat. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, wieder Leute zu treffen und einfach mit Leuten zusammen zu studieren und macht auf jeden Fall viel, viel mehr Spaß. Ja, ist ja auch unser erstes komplettes Präsenzsemester und das macht schon einen großen Unterschied. Hast du das Gefühl, dass sich durch die Corona-Pandemie etwas an der Uni verändert hat? Ich würde sagen, die Begrüßungen sind ein bisschen schwieriger geworden, weil man nie weiß, ob man die Hand, die Faust heben soll oder umarmen. Aber sonst pendelt sich das, glaube ich, alles wieder so im Normalbetrieb ein. Ja, ich habe das Gefühl tatsächlich, die Menschen merken jetzt erst recht, was für eine Freiheit sie haben. Und die werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr ausgenutzt. Ich merke jetzt so richtig, dass alle Leute richtig Lust haben, was zu machen. Und ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall schon positiv ausgewirkt. Ich würde sagen, der Einsatz von digitalen Medien ist definitiv besser geworden. Ich habe das Gefühl, die Professoren und DozentInnen haben auf jeden Fall etwas dazugelernt. Und auch vielleicht, dass es jetzt hybride Kursformate gibt, die es so vorher nicht gab. Findest du, dass die Online-Lehre Vorteile hat und würdest du das Hybridmodell auch in Zukunft noch benutzen wollen? Hat Vorteile, ja, wenn man weiter wegkommt vor allen Dingen. Und man sich das gut einteilen kann, dann ja. So Hybrid stelle ich mir aber, ist eigentlich, glaube ich, eine super Lösung für alles, damit man auch, wenn man mal krank ist oder sich unsicher fühlt, was auch immer, zu Hause bleiben kann, aber Präsenz immer noch da ist, weil diese Lernatmosphäre ist doch schon ganz wichtig und ganz gut. Ich glaube, manchmal hat es schon Vorteile. Ich habe jetzt zum Beispiel selber eine Fernbeziehung und deswegen tut es auch manchmal gut, wenn man was online erledigen kann, weil man vom Ort dann ein bisschen flexibler ist. Aber so einen gewissen Grundstock an Präsenzlehre finde ich schon wichtig. Ich würde es mir schon wünschen, dass es vielleicht im Wintersemester wieder etwas mehr in die Online-Richtung geht. Das eigentlich meiner Meinung nach ganz gut geklappt hat bei uns. Ich würde sagen, in manchen Kursen ja, aber an sich finde ich Präsenz schon besser. Präsenz finde ich auch besser, aber Hybrid ist schon ganz gut so. Und falls man zum Beispiel jetzt auch keine Zeit für eine Vorlesung hat, dass man das im Nachhinein noch angucken kann. Ja, also ich denke, es ist gut, wenn man die Möglichkeiten eben hat, dass man eben auch wählen kann, je nachdem, wie es vielleicht auch besser passt. Oder gerade auch, dass man sagt, gut, man fühlt sich vielleicht auch wohler, wenn eventuell pandemiebedingt das im Winter wieder ausfallen sollte, dass man auch von zu Hause aus, ja, wenn das eben möglich ist, dass es umsetzbar gemacht wird. Was wünschst du dir für das nächste Wintersemester? Eigentlich, dass die Prüfungen online sind. Also es war echt entspannt, weil man doch da irgendwie mehr geschafft hat, bin ich der Meinung. Präsenzseminare mit schönen Diskussionen und interessante Vorlesungen dürfen auch gern mal online sein. Also eigentlich schon Präsenzlehre. Ja, definitiv. Ist schon ein Mehrwert für alle, denke ich auch. Und da ist man einfach motivierter dabei. Gerade hier in Kiel ist es auch echt schön, wenn man dann einfach ein paar Leute wieder sieht, wieder das Unileben dann ja so hat, dass man gut daran teilnehmen kann. Tatsächlich erstmal, dass es so weitergeht. Dass vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal ein Rückschritt Richtung Corona oder sowas passiert. Man lernt einfach so viele neue Leute jetzt kennen und so als Gemeinschaft wächst man halt zusammen und das wäre jetzt schade, wenn das dann tatsächlich im Wintersemester sich alles wieder ein bisschen lösen würde. Daher wünsche ich mir eigentlich, dass das so weitergeht wie im Sommersemester. Eigentlich, wenn es so ist wie jetzt, so eine Mischung aus Online und vor Ort sein, kann es ruhig so bleiben. Auch wenn Corona noch nicht unbedingt vorbei ist und die Situation im Winter vielleicht schon wieder anders aussieht, steht eines fest: Das Leben ist auf dem Kieler Campus zurückgekehrt. Von den Studierenden haben wir gehört, dass es ganz unterschiedliche Auffassungen zu Präsenz- und Online-Lehre gibt.
Wie seht ihr das denn? Sollten Hybridmodelle auch in Zukunft an der Uni noch beibehalten werden oder sollten wir Zoom und Co. eigentlich schleunigst vergessen? Schreibt uns eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare.